Bei der chinesischen Frühlingsfestgala am 16. Februar 2026 ließ Unitree seine G1-Modelle zusammen mit Kindern auf der Bühne tanzen, kämpfen, Saltos aufführen und eine perfekt synchronisierte Choreografie aufführen. Das hier ist im Vergleich dazu der Optimus von Tesla, der nach dreimaligem Los jetzt endlich lostrabt, um eine Dose Cola aus der Küche zu holen. Die chinesische Neujahrsgala war also nicht nur eine perfekt inszenierte Bühnenshow, sondern eine Demütigung westlicher Roboterfirmen. China kopiert hier nicht mehr einfach nur, sondern hat ja einen riesengroßen Vorsprung aufgebaut und ist vielleicht zur Roboter-Supermacht Nummer 1 inzwischen aufgestiegen. Oder? Denn wie nützlich ist ein saltospringender Roboter in der Industrie, im Krankenhaus, in der Altenpflege oder auch zu Hause? Kommt es hier nicht auf ganz andere Qualitäten und Eigenschaften an? Genau darum schauen wir uns heute mal die verschiedenen Modelle von Unitree etwas genauer an und ob sie wirklich, so wie es scheint, den westlichen Modellen um Jahre voraus sind. Und damit willkommen in der Ruhesphäre. Jens hier, los geht's. Die chinesische Firma Unitree ist dabei ein echter Riese in der Branche, da sie etwa 70% des globalen Marktes für vierbeinige Roboter beherrschen. Die Geschichte hinter dem Gründer Wang Xing ist übrigens echt interessant, weil sein Englischlehrer ihn gegenüber seinen Eltern mal als dumm und schwach bezeichnet hatte. Den ganzen Werdegang seiner Lebensgeschichte und auch wie er Unitree gegründet hat, dazu habe ich schon ein eigenes Video gemacht, was ich dir ganz am Ende nochmal verlinken werde. Heute soll es aber um die humanoiden Roboter von Unitree gehen und da gibt es 4 Modelle, nämlich einmal den H1, den H2, den R1 und den G1. Und der G1, der letztere, ist auch der bei dieser chinesischen Neujahrsgala eingesetzt wurde. Dass dieser und auch andere Modelle Saltos und Kung-Fu-Sprünge ausführen können, haben sie schon in anderen Videos gezeigt. Aber in dieser Perfektion, also mehrere Roboter gleichzeitig diese Saltos und Sprünge ausführen, sogar übers Sprungbrett, alles synchron, ohne Fehler und zusammen mit Kindern sogar auf der Bühne. In dieser Perfektion hat es bisher noch kein anderes Unternehmen geschafft. Beginnen wir aber mit ihrem ersten Modell, nämlich dem H1. Und das tauchte Ende 2023 das erste Mal auf ihrer Webseite auf. Er hatte damals 18 Freiheitsgrade, 4 in jedem Arm und 5 in jedem Bein. Er war auch damals noch relativ grob und behäbig unterwegs, aber schon so stabil, dass er sich auch durch Tritte und Schubsen nicht umwerfen ließ oder so. Hatte aber auch, wie man deutlich sehen kann, keine Hände und keine Finger und so und ist mit einer Größe von 1,78 Meter ungefähr so groß wie ein durchschnittlicher Mensch. Der Preis betrug damals und auch heute immer noch für den H1 in der Basisversion 90.000 Euro. Möchte man den noch zusätzlich mit Händen, also mit funktionierenden Händen ausstatten, muss man nochmal jeweils 9.000 Euro für die linke und die rechte Hand dazu investieren, plus weitere Upgrades für KI, Rechenpower und so weiter, wird er dann nochmal wesentlich teurer. Im Juni 2024 kam dann der G1 dazu. Er hat 23 Freiheitsgrade und kostet in der Basisversion 16.000 Dollar. Die bessere Variante mit Händen und jeweils 3 Fingern, die hat dann bis zu 43 Freiheitsgrade. Und je nach weiteren Upgrades und so weiter kann dann der G1 auch schon bis zu 60.000 Dollar kosten. Er ist mit 1,27 Meter relativ klein und eigentlich nur so groß wie ein normales kleines Kind. Ein gutes Jahr später tauchte dann der R1 auf, den es im einfachsten Basismodell ab 4.900 Dollar gibt. Er ist nochmal ein bisschen kleiner, nämlich nur 1,21 Meter groß und hat 20 bis 40 Freiheitsgrade, wieder je nach Ausstattung, ob mit oder ohne Hände und so weiter. Generell ist der R1 aber so ziemlich das einfachste Basis-Einstiegsmodell bei Unitree, hat auch nur 1 Stunde Akkulaufzeit, hat keinen LiDAR-Sensor und. Er ist einfach generell von allen Werten her, Hebekraft und so weiter, eben das
einfachste Einsteigermodell. Im Oktober 2025 kam dann der H2 hinterher und kostet dann ab 30.000 Euro oder Dollar ungefähr. Je nachdem wieder mit vollen Extras, Händen, KI und allen möglichen Sensoren und so weiter, dürfte der H2 aber bei weit über 100.000 Dollar liegen. Der H2 entspricht mit ungefähr 1,82 Meter Größe auch wieder eher einem durchschnittlichen Menschen und hat ein deutlich optimierteres Hüftdesign von der Anordnung der Motoren her, weswegen er da auch eine schmalere Hüfte hat. Und im Vergleich zu allen Vorgängermodellen hat er jetzt auch ein sehr menschenähnliches Gesicht, was allerdings nur eine Silikonmaske ist. In der Neuer-Skala, wenn man mal genau hinschaut, da ist zudem auch das Modell quasi nur mit Handattrappen eingesetzt worden, die halt nicht beweglich sind. Egal aber, um welches Modell es sich beim Unitree handelt, also das H1, H2, R1 und G1, alle Modelle sind extrem beweglich inzwischen. Die können alle Saltos, Handstand, Radschlagen und so weiter und sind damit vor allen Dingen mit den westlichen Modellen wie jetzt ein Tesla und so weiter definitiv wesentlich weiter in dieser flüssigen Bewegung einfach. Doch bei all diesen ganzen Kung-Fu-Moves, Saltos, Boxkämpfen und so weiter haben die Modelle eben keine Hände mit funktionierenden Fingern, sondern immer nur Attrappen oder eben Boxhandschuhe an. Es gibt zwar auch Aufnahmen, wo Unitree-Roboter Aufgaben mit den Händen ausführen, hier allerdings entweder mit eher rudimentären Greifern oder wie hier zum Beispiel mit riesigen Händen, aber es gibt auch welche, die schon recht gut aussehen, also die Hände. Auch wenn der Roboter wie hier schon Gläser servieren und greifen kann, ohne sie zu zerquetschen oder zu zerbrechen, hat auch Elon Musk schon gesagt, dass die Hände bei seinem Optimus-Roboter der nächsten Generation eine der größten Herausforderungen überhaupt aktuell noch sind. Und auch bei anderen Herstellern wie Figure, Neuro Robotics und so weiter wird viel Wert auf die Entwicklung der Hand gelegt. Neben einfachen Greifaufgaben geht es hier ums sprichwörtliche Fingerspitzengefühl, das sensorische und taktile Feingefühl, auch wirklich zu spüren, was ein Gegenstand ist, aus welchem Material er vielleicht ist, den man gerade greift und ob er wegzurutschen droht, dass man nachgreifen kann und. Und hier muss man ganz klar sagen, dass die westlichen Modelle und Firmen hier definitiv im Vorsprung sind. Auch wenn es um reine Trainingsdaten geht, für das Greifen von Gegenständen, Drehen, Handhaben etc., was für den Einsatz in der Produktion benötigt wird, können nur erworben werden, wenn die Roboter Hände haben und auch entsprechende Trainingscenter geschaffen werden, wo eben damit trainiert werden kann. Und auch hier schaut es bei Unitree da aktuell eher mau aus. Ein weiteres Thema betrifft die Autonomie oder die eingesetzte KI. Und hier ist es so, dass gerade bei westlichen Robotermodellen, die können tatsächlich schon auf Sprachbefehlen entsprechend Gegenstände erkennen, aus einer Gruppe von vielen Gegenständen herausfiltern und den richtigen Gegenstand greifen. Bei den Robotermodellen von Unitree habe ich so etwas noch nicht gesehen und ich würde auch behaupten, dass gerade in diesen kleinen G1-Modellen, die jetzt bei der Gala eingesetzt wurden, dass da auch überhaupt kein Platz ist für größeren Akku, Prozessor, die ganze Recheneinheit und, was da gebraucht wird, Speicher und so weiter, weswegen die Modelle da eigentlich das überhaupt nicht leisten können werden, auch in Zukunft nicht. Bei vielen der Box- und Kung-Fu-Videos von Unitrees Robotern, da dürfte auch im Hintergrund wahrscheinlich eine Person die Bewegungen vorgegeben haben oder sie wurden wie jetzt bei der Gala als fester Bewegungsablauf einfach einstudiert und eingespeichert. Und selbst bei den neuen und großen H2-Modell scheint es auch wieder so, dass das Hauptaugenmerk hier wieder auf die Beweglichkeit gelegt wurde. Das nur 1,20 Meter große G1-Modell wird auch in der Industrie oder spätestens im Haushalt sicherlich keine allzu große Hilfe sein können, da er mit 1,20 Meter Größe nur definitiv an keinen einzigen Küchenschrank bei mir zu Hause rankommen würde, um da irgendwie einen Teller, ein Glas oder irgendwas rauszuholen und mir zu bringen. Und noch etwas, ein Roboter, der Saltos schlägt, dessen Motoren, die verbrauchen extrem viel Energie, werden dementsprechend auch sehr, sehr heiß.
Bei westlichen Modellen wie dem 4NE1, Vega 03 und wie sie nicht alle heißen, die sind halt darauf ausgelegt, wirklich stundenlang Arbeiten zu vollbringen, und das wurde auch schon in Videos gezeigt. Beim Unitree, wenn er so Saltos schlägt und so, das hat bis jetzt gerade mal für so eine 5-minütige Gala ausgereicht. Ich befürchte fast, dass der viel länger einfach aufgrund von Überhitzung gar nicht mitmachen würde. Und auch das menschlich anmutende Gesicht beim neuen H2-Modell jetzt, das sieht zwar wesentlich besser prinzipiell erstmal aus als so ein schwarzes Gesichtsschild einfach nur. Allerdings ist es von der Komplexität, ja vom Aufwand, beides ungefähr gleich. Sofern es nicht im Prinzip ein richtig komplett bewegliches Gesicht ist mit vielen, vielen einzelnen Muskeln und Motoren, wie beim Amega, der britischen Firma, wozu ich übrigens demnächst ein eigenes Video nochmal machen werde. Darum aber schon mal nicht vergessen, damit du das Video nicht verpasst. Unitree hat jedoch von ihren humanoiden Robotern tatsächlich im Jahre 2025 schon über 5500 Modelle verkauft, während gerade die westlichen Unternehmen jetzt gerade mal für Ende 2026 mit der Massenproduktion oder den ersten Auslieferungen davon beginnen wollen. Und auch da wieder, die ersten Modelle wollen sie erstmal in einer eigenen Firma einsetzen, dann eventuell an eine andere Firma abgeben, bis es dann wirklich in Privathaushalte kommt oder man ihn überhaupt erstmal erwerben kann. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Die Modelle von Unitree hingegen, die kann man auch auf diversen Roboter-Shops aktuell sogar schon kaufen, als Privatperson oder auch als Forschungseinrichtung oder so. Die Preise bei den Unitree-Modellen, die unterscheiden sich immer sehr, sehr stark, je nachdem, ob es eben die Basisvariante meist ohne Hände, ohne Finger, ohne alles darstellt, bis hin zu den gehobenen Advanced-Modellen, die dann wirklich alles drin haben, auch wirklich KI-Funktionen, mehr Speicher und. Und deswegen fängt es halt beim ganz einfachen Modell wie dem R1 bei ungefähr $4.900 an und geht beim H1, H2 in Vollausstattung wahrscheinlich eher so bei bis zu $150.000. Bei fast allen Modellen beträgt übrigens in der Basisvariante der Garantiezeitraum nur 6 bis 8 Monate und in der Advanced-Version 12 Monate. Wenn ich mir jetzt überlege, so ein G1-Modell in der Basisvariante kostet $16.000, ist 1,20 Meter groß, kann mir zu Hause eigentlich herzlich wenig helfen. Dann muss man ganz klar sagen, dass die Modelle im Moment nicht irgendwie ein Industrieprodukt sind, sondern eigentlich einfach nur ein teures Spielzeug, was mir im schlimmsten Fall eben nach 6 Monaten kaputt geht. Was bleibt, sind also durchaus spektakuläre, schnelle und präzise Bewegungen, synchron auf der Bühne, zusammen mit vielen, vielen anderen Robotern und sogar mit Kindern zusammen. Das ist wirklich durchaus beeindruckend hier bei Unitree und ihren Robotermodellen. Auch wenn der Atlas von Boston Dynamics sicherlich wesentlich langsamer und behäbiger sich bewegt, ist hier aber gerade dieses 360-Grad-Drehen um viele, viele seiner Achsen, gerade im industriellen Bereich, sicherlich wesentlich mehr von Vorteil, als wenn er Saltos machen könnte. Auch bei Dingen wie KI, Erkennen von Gegenständen, sensorisches Greifen von den richtigen Gegenständen auf hin von Sprachbefehlen und so weiter. Da sieht es bei Unitree eher noch mau aus und westliche Firmen sind hier definitiv im Vorsprung. Um das von China selbst gesteckte Ziel zu erreichen, bis 2035 bis zu 100 Millionen fehlende Arbeitskräfte durch humanoide Roboter zu ersetzen, braucht es aber weniger Roboter, die Saltos machen können, sondern Roboter, die selbstständig Dinge zusammenbauen können. Das heißt, die ganze Fingerkoordination, Feinmotorik und. Das muss hier definitiv noch wesentlich besser werden. Von daher bleibt abzuwarten, wie sich gerade das bei den chinesischen Modellen in den nächsten Jahren noch entwickelt. Und hier oben geht es jetzt zu dem versprochenen Video über den Gründer Wang Xingqing von Unitree, denn bei all den Nachteilen über die humanoiden Roboter ist Unitree dennoch in China eins der bedeutendsten Roboterunternehmen überhaupt.